Hey, wie wordt het waar opmerking voor de offerings van jeder einer van jullie kan geven? Zie geld als een grote ding, grote part van ons leven. Waar we gaan voor wat we doen. De decision is wat we merken voor dingen wat we doen en wat we niet doen. Handelt zich zeer veel mal om geld. En God die zegt niet zo erg, proef me mal. Aber op deze ene steht zegt hij, proef me mal, geef. En hij wordt de venster opmerken en zijn even aanschaden. En ik vraag op eens voor die, ik hoop dat u was van der kan met die aanstelling geven. En niet geven dat u was krijgen, maar was einfach geven. Want dat is wat God ons hier open heeft om te doen. En zo, ik ben steen zijn even die, zo dat verdient in het goud. Zo denkt u, wanneer u geven is, dat verdient in het goud. Wanneer u geven is, God heeft zijn right voor die. Dankzij Jezus dat we geven kan. En dat u hast ons in zijn steed gezegd, waar we wirklich geven kan. Dankzij voor dat. Wir müssen sehen, even dat, help ons dat we kunnen goede verwalter zijn en dien recht beuren dat u was verherrlicht wordt. Amen. dat du bist uns alles. Du bist da, was uns das abpassen, du bist da, was uns das sagen. Wir kommen das vor dir, wir beten die andere Fälle. Du bist wirklich alles, du hast alles gemerkt. Du hast uns geraten. Wir danken dir dafür. Wir wollen die anbeten in alles, was wir tun. Während der Weg hier im Leid. Wir wollen mehr von dir lernen, Luther, durch die Botschaft. Danke dir für was dir in uns Leben lässt und für was dir noch vorstellst.
En dat u bij ons wees. Den kruis te gaan voor ons. Dankzij Jezus. Fue puesto sobre
bist blijven en worshipen God aanbeden. En bist am Dank für wer er ist und was hat gedaan. Wir haben groot gezongen van dat kriet. En ik dacht zomaar dan als ik dat dacht dat het lied wordt gespeeld wordt. Dat weer niet mijn idee. Weer niet onze idee. En wie gingen door God en zeiden, hey, dit wordt een goede idee zijn. Want du wirst juist schaken en om kriet. En hij wordt van sterven en wie wordt vrij zijn. Hij deed dat we zijn idee. En hij deed dat voor ons. En waar we aan danken dafür. Sommige andere dingen wat ik even dacht, nou wat waar we God verdanken. En de Heer Jezus zei te mij, dank plus God, voordat hij God is en voor wie hij is. Ik schrijf me sommige dingen op, wie hij is voor mij, wie hij is voor die. In mijn zorgen, wer zorgt nogmaals? In mijn zorgen, God, du bist die, wat het stil merkt, in mij en rond mij. Zorgen, dat is aardig, hij zegt, we zullen niet zorgen. En wanneer we dat doen, dan wordt het kan zijn, dan doen we aardig. So wir nicht sorgen. Und wenn wir dort kommen, dann werden wir so denken, wer ist das, wer das Stell merkt an uns. Gott, du bist der, der das Stell merkt. In mein Siegen, alle Siegen noch Dinge. Vielleicht siegen wir noch eine bessere Schule, noch ein besseres Haus, noch eine bessere Koch, noch eine bessere Arbeit. Verschiedene Dinge sind im Leben, wo wir versiegen. Gott, du bist meine Antwort für die Dinge, die ich sehe. Und die Dinge, wo ich blind sehe, kann es nicht alle krank sein. Wo wird das Uitfall? Wo wird das sein? Wo wird das sein, wenn wir Sport sind? Wo wird das sein, wenn meine Kinder 16 sind, 18 sind? Wo wird das sein? Oder wo wird das sein mit meinem Business, wenn ich das ein Deal kann durchdrehen? Wo wird das sein mit diesem Arndt das Jahr? Und die Dinge, wo ich noch blind sehe, Gott, du bist mein Vision. Du bist der, was mir die Vision gibt. Du bist der, was mir Vision gibt. Das nächste hier, in meine Bondage, in die Dinge, wo ich gebunden sehe, in meine Gebungenheit, Gott, du bist der, was mich frei macht. Und ich habe Dinge, wo ich kann für Gott kommen und sagen, in dieser Area, hier fehlt mir wirklich Freiheit. Ich will los von dem, mir fehlt Freiheit. Wenn du hier von dir bist und was immer denkt, das ist, was die festhält, die trägt halt, wirklich fair weich gehen, go nach Gott, because Gott ist der, was dir die Freiheit gibt. In den Areas, wo ich schwach sehe, an meine Schwachheit, nochmal an Fall waren schwach und vielleicht nicht mutlos, aber vielleicht schwach. Gott, du bist der, was mir die Kraft gibt, zum Wiedergehen. Und so, wir müssen mit diesen Gedanken für Gott kommen und dann bloß danken, für wer er ist, zu uns, zu mir, in deiner Familie und in deinem Negozio und was immer du tust, aber especially für dich persönlich, das ist, wer Gott ist für dich, weil wir beten. Dankeschön, Gott, für wer du bist für uns. Dankeschön, dass du kommst um Kreuz und du starrst für uns und dass wir können ganz frei sein. Aber in das Leben verschiedene Dinge kommen in uns Leben nehmen, dass wir uns manchmal schwach fallen, wir fallen uns blind, weiter nicht näher, was das nächste wird sein. Das sind Dinge, vielleicht was uns trägt hält, vielleicht in Bondage, vielleicht in Gebungenheit, neue Ungewohnheit, was uns bis trägt hält und wirklich verder kommen im Leben, vielleicht financially, spiritually, in relationship, was immer das ist, help uns bis, dass wir können dort durchkommen und noch die kommen, dass du uns was frei merken von der Gebungenheit. Dankeschön für wer du bist zu uns, Gott. Dankeschön, dass du uns gut bist, eben wenn wir Arbeit tun und wir Fehler merken und wir sehen, die genau das über uns. Und du kommst und sagst, ich will dich zu Gott, ich vergebe dich. Dankeschön für die Vergebung, Dankeschön für deine Gnade über uns. Help uns, dass wir das nicht missbrauchen, die Gnade, die du hast, dass wir gehen singen und dann bekamen und dann singen. Help uns wirklich, dass wir in Victory leben, dass wir in Sieg leben. Und jeder einer, ich bete bis den Frieden, den Sieg über jeder einer, dass wir segnen dort und dass wir wirklich in Freiheit leben für dich. Dankeschön, Gott, für wer du bist. Ich danke Gott, dass wir hier top sein und wir können dein Wort anhören, wir können singen zu dir. Help uns bis durch den Zeit hier, unsere Horten, unsere Gedanken, das Wort gedreht sind, dass wir ein Wort hier von dir, was uns Wort Not geben, zum Wiedergehen, wir beten das in Jesu Namen. Amen. Dankeschön für Matt singen, Dankeschön für Matt beten, ihr könnt ihr in Duel saten. Und welcome in Lebenswasser von dir. Mir freut, dass die Träger sind hier, sind auch waren in der Kirche. Mir freut, dass so viele Youth hier sind von der Bibelschule und von einer
ganze Community hier, Dankeschön für hier sein mit uns taub und für alle von Ihnen, bis gut, dass wir hier taub sein und uns die Zeit nehmen und Rüd vor und zu der Kirche vor. Und unsere Community hier ist das, unsere Kommunität hier, sind sehr viele Familien, die thuis blijven, wat ook gerne hier zijn. So ik wil gleich bis jullie moeten te spreken. Lood somebody aan, dat is de nächste werk. Lood somebody aan, lood hen aan dat ze kan ook hier te kerk komen, gaan een goede Kinder kerk, hier een goede dingen wat we doen voor de Kinder. Merkt niet een Engelscheid voor ons, van op eenmaal met meer Kinder komen, wie haar aan dat rijdt gemerkt. Pastor John merkt rijdt voor de boodschap, wanneer meer mensen komen, hij wordt aan predigen. So ik wil je bis moeten spreken, lood vrienden aan in de community, wat niet nur de kerk voor. Hier is een goede kerk, dat ze kunnen herkomen. Wie waren some announcements, we gaan some dingen bekend maken. En so dat eerste is, weil je bis einmal war denken haben, dat Lebenswasserhafen komen. Dus komen die schaf bij het wee. Je kan er naam geven. En wanneer hier somebody is en zegt, mir fehlt wat voor ons komen, wie wil ook wat metgeven. En so die idee kan zijn dat nur de service, 15 Minuten nur dem, dann waren sie die kommen toe merken, manchmal dann bleiben Menschen rum und spazieren vielleicht eine Stunde oder so, oder eine halbe Stunde, und dann kommen sie da kommen an, was die vielleicht toe sind. So die kommen, was hier ist, dass sie so doppelt der sind, hat ein klein bisschen hier some Dinge umgeändert, so sie kommen, der erst wie das so doppelt der hier und das sieht. Und so, wenn auf einmal somebody will was geben, oder somebody erst hier was gleich was mitzunehmen, für er kommen tschüss, hier sind freiwillig zum gehen checken, da sind ein Teil Groceries. En zo wel op dus een ding merken wat schaffen in levenswasser en werkelijk vrijgevig zijn en metdelen. Zodat ze komen. Vandaag nu middag 4:30, of 5:30, ja, 4:30. Dan wordt hier de Super Bowl gespeeld wordt. Vandaag is een Super Bowl. Voor die wordt het niet gaan. Pastor John, die zei mal in de kerk dat we een heina game, because die schmieden den Ball, dan rennen de mensen alle aan versuchen den Ball te krijgen. Maar some van ons, en dit is die, geloof ik, weet een beetje meer van dat. En zo, jeder einer is aangeladen om dat Super Bowl komen. Er wordt een ballgame zijn, so jeder einer kan komen, dat kan jullie kinderen meebrengen, dat wordt hier voor de kinderen allemaal zijn. En we vragen bloos dat die wat meebrengen zum eten en zum drinken. So brengt een snack met en drinkt dich de koffiestoeren, die wat thuis zijn, die wollen we niet gebruiken. So basically wat we doen, is de kerk opmerken voor allemaal, dat je kan in Super Bowl hier is dat zo watchen en een goede tijd hebben, met snacks hebben en zo'n dingen. So dat whole fire komt hier aan, wanneer je geïnteresseerd bent voor den ballgame. This weekend hebben we een zeer drukke weekend wat er nu opkomt. Dus das nächste, nicht de nächste, aber de opkomende werken eng. So den Freitag in Zinnend, dan war Victor Mortis van Deutschland, hij wordt hier zitten den Studium van Financial Course. Van financiële zaken, wat hier reden, wo we kunnen beter met ons geld omgaan op een christelijke weg, wat zeer, zeer interessant zijn. Ik wil dus gleich jullie moeten te spreken, lood jullie vrienden aan, lood jullie arbeider, jullie partners aan van de arbeid, wem eenmaal brengt hier zitten gaan, wat best een goede tijd zijn, om leren beter met geld om te gaan. Ik zie hier in de offering, zoveel dingen handelt zich om geld. Alles wat we schaffen voor en alles wat we daar op dag doen, er zijn zoveel dingen zijn verbonden met geld. En zo hij wordt ons leren, waar we kunnen beter met ons geld omgaan op christelijke weg. Zo dat wordt een vrijdag zijn en dat wordt omzinnend zijn. En zo dit is voor allemaal, dit is voor de mannen en voor de vrouwen, het is voor de youth. We allemaal welkom te mij van dit leer. Komt bereid voor dat we hebben lang voor dit gepland en kijken verder weg voor de financial course wat we hier dit zo hebben. En zo dat is vrijdag en zinnend. Den zondag Samaris, dan wordt Victor Mortis hier dit zo reden en hij wordt een boodschap hebben, zeien en arten. En zo dat wordt interessant zijn, zo komt hier aan voor dat. En aan den zondag zo is dan is hier een Valentine's banquet. En zo dit is voor alle bevriende lied en voor engaged couples. En zo wie vragen dat je worden op zijn, er zijn kleine aanloodingskaarten, die zitten dit. En zo, deze kan je irgendwem geven en de aanloden te deze couples night hier is dit. En op deze zo is hier dan wordt Victor en Doris hij en zijn vrouw beide hier reden. En zo werd eenmaal half je hier reden en top, dat is heel interessant, want zij vertalen dan zo wat best een goede tijd zijn hier. En zo, wat we jullie vragen is dat je wordt zo schwinnesmelig op zijn. Because je wordt eten zijn en wat eten je serve voor allem. En zo dat we aannemen zum eten merken. En zo wanneer je, also je liever kan aangeven dat je hier wordt zijn, dan kan je beter uitmerken. Wanneer je al op de laatste minuut aangeven, dan wordt vielleicht niet genoeg eten zijn. Zo helpt ons met dit.
dat aan de tijd jullie vriend alle vrouwen vrouw wer wel alle komen en dan sign up dat we kunnen goed aan de tijd uitmerken voor dat alle. Zo een drukke weekend voor de nächste week. Pastor Steve, der is op een men's encounter van deel. En Pastor John, der wordt wieder gaan in de rie van boodschappen dit wer wie zijn. So hij wordt opkomen voor dat. Ik wil best vragen dat je met hem gaan mensen bereizen en hij wordt aanvangen te predigen. Good morning. Ik vreemd me dat ik mal waar kon hier boven zijn. Ik zie nu al een stukje niet hier was. Vorige zondag dan weer Steven met grootmütig dat ze hadden met de ogen gezet. En zo ik dacht dat we fixen. En zo hebben we een wachtje geschickt. Nu waar waren. Zo. Als Jacob al zei, hij is op een men's encounter in Durango. En ik geloof hij had een goede tijd. Zo ik word deze boodschappen vorig merken en dan nächste 2 sind er wieder. Dan wil ik aanvangen met een nieuwe boodschappen over het bevriede leven. En zo. Kan wel ik voor dat beden. De vriend dat zou aan zijn eigen angrijpen. En dat wordt nog heuer worden. En er staat beter. Dat is vielleicht nu een slechte nodig, maar dat is plus de wereld waar we bij zijn. En zo willen we daarvoor beden. Dat wordt een zegen zijn voor alle van ons. Ik wil ook daar wat aan livestream zijn, daar in vivo, wat je dat aan, dat je zijn welkom. We wensen je Gottes zegen. Mir is het interessant dat we mensen hebben wat ons checken naar de hartje van alle zijden en landen. En we verzekeren ons leren Duits reden. Ik weet zo wat van Zuid-Amerika komt, Paraguay, Bolivie, en die is dat veel Engelse weer, besonders Jacob. En zo. Dus dat veel Engelse weer wat de maak zijn. En zo, we verzekeren ons te leren dat we daar Duits reden. We zijn niet kerk wat Plattdeutsch doen, maar doch, we zijn zo sehr gewarnt, dat er geen ander te reden. En dat komt in onze boodschappen aan. So, we hebben deze reden van boodschappen van wer we zijn. En Steve heeft verschillende thema's sterk genomen van dat. En van daar hebben we dat laatste thema. En dat laatste thema dat handelt zich van Jemeenschoft. We willen Jemeenschoft hebben, er mensen zijn, wat Jemeenschoft hebben met andere mensen. So, we zeggen dat is dit. We zijn gemerkt voor Jemeenschoft, God geeft ons vrienden met wem we wonen. En so, dit is ons ziel als kerk, dit is ook ons ziel voor onze kleine groepen. En ik wil voor jou zeggen, wat dat zijn van jou, een live, een vivo, dat deze boodschap is van jou waar een beetje in de familie redt. Ik wil besonders voor levenswasser reden van jou en voor onze kleine groepen in bed en zo'n dingen staat. Ik wil je ook goed zeggen dat wanneer je interessiert bent voor onze kleine groepen, je kan opzien waar frisch, dat je dort weer informationsdash doen, zendt je toe op en dan worden we door leiders aanstellen en worden we weer wassen met onze kleine groepen. En die van jullie wat in de kleine groepen zijn, die weten das logo wat we hebben en dit is een beetje ons recept voor onze kleine groepen. En zo in ons recept van onze kleine groepen, daar hebben we Jemeenschoft. En zo ik wil dus een klein beetje even gaan, wo onze groepen ran. Die van jullie wat er niet bekend met zijn, dan weet je een beetje, wo we onze kleine groepen doen. En zo we hebben Jemeenschoft. Nou, Jemeenschoft daagt dit een beetje alle toe, maar we doen ook de eerste 30 minuten er zo, wat we taugt zijn, dan vertalen we bloos als vriend. We vertalen van ons dag en ons werk en ons doelenprijs en de karnprijs, of wat immer dat alle is, wo vriend van reden, niet? En zo we vertalen bloos en we lachen taub, we hebben een goede tijd. En dan hebben we een leer. En wat we in onze leer brokken, dat is ons duipervideo, wat Steve aan me merken dat, den brokken we en dan van door je een uitzuchung, oder onderhouding kan we ook zeggen. En zo dat is we onderhouden ons van onze boodschap. De leer, oder de duipervideo is taub geknackt met onze boodschap, immer van zondag. En weet je, wie willen je halten, wenn we weten dat wanneer je een boodschap hier, en je leven dat is een fijne boodschap, zoals het hier allemaal is, niet? En zo, maar dan ga je uit en dan traf je een vriend, en
Und dann Frauen, die Montag von was die Botschaft sich handeln, die haben nicht eine bloße Idee. Die weiten nach Schwan. Geht ihr doch noch mal so? Dann sei ihr anders als mir. Na, kriegst du sagen. Even wenn ich gepredigt habe, Menschen mir Frauen, und was jetzt predigen, dann mag ich noch dreimal denken, was der Herr wir. Aber das ist wie Menschen sind, wie für jeden Leich. Und so, das halt dann erstens die Video und dann so eine Erholung in den kleinen Gruppen. Dann haben wir eine Jessel, die eine Erholung haben. Wir können uns eine Erholung von der Bibel, von der Thema, von der Botschaft. Was meint es really, oder was lebt dort oder nicht, und all so eine Dinge. Und so, das ist eine sehr gute Zeit. Und dann habe ich Gebet. Wir dann taub beten als Gruppe, ungefähr vielleicht 15, 20 Minuten. Ich weiß nicht, was jeder dann in jene Gruppe, aber die Gruppe, wo wir sind, da haben wir uns Feuerdinge gesagt. Feuerdinge, was wir sagen, weißt du was, diese Feuerdinge, hier haben wir sozusagen einen Kranz herumgemalt. Und wir wollen für diese beten, was eine Antwort kommt. Wir wollen durchbeten. Und ich will nicht sagen, was die sind, aber wir beten für besonders jedes Mal, wenn wir taub sind, für diese Dinge. Na, das, je braucht noch nicht so start down. Je kann jeder mal eine andere Dinge beten. Aber das ist, was wir tun. Und ich gleich das, wir beten für die Dinge. Und so weiter. Und dann haben wir Eten. Wir gleichen alle zu eten, nicht? Ein guter Snack. Und dann war die Gemeinschaft, verteilen waren. Wir haben uns Eten durch. Salz und Chips, oder was immer wir hier in Mexiko eten, nicht? Das soll bald einmal werden, wenn wir so eine Dinge tun. Und so, das ist eine gute Zeit. Und so, das ist ein bisschen unsere Saab für die kleinen Gruppen. Und wenn ich rede an Gemeinschaft, dann werden wir an das denken, dass wir als Kirche, wir sind gemerkt für Gemeinschaft, wir sind gemerkt für Freunde, wir sind gemerkt für Familie. Und ich dachte, das wäre eben, dass ich sie 55 Jahre jung. Und ich weiß, dass die Leute mir sind jung für mein Alter, das ist mir gut. Aber ich bin 55 Jahre jung. Und ich kann sagen, das ist vielleicht ist ein gutes Ding, ich weiß nicht immer, aber ich kann noch niemals eine Person verloren in meinem Leben, was sagt, ich bin bei mir. Vielleicht meint er bloß, ich habe keine Freunde, nicht? Aber das ist nicht really. Aber weißt du, Graufrasch ist das dichtste bei. Na, einmal sind Graufrasch auch sehr verwirrt, aber wenn wir einen Mensch verloren haben, vielleicht jemand, was sagt, ich bin wir, ein Ehepartner, ein Kind oder so eine Dinge, dann habe ich fertig gehört, dass nu was du wach hast, nu weiß ich, was ich habe. Erst nehme ich das selbstverständlich, aber nu weiß ich, was ich verloren habe. Und so ist es einmal, wir wollen Menschen sein von Gemeinschaft, aber das jetzt scheint allein wo sein, nicht? Mir das scheint allein sein. Ich sehe ein bisschen interessante Menschen, ich gleich geroute Menschen. Jacob redet von, wenn die Kirche, das Graut und so wieder, je gerade die Kirche, je scheiner jetzt mir das predigen, okay? So, wir waren bei 2000, da wird noch scheiner gehen, da wollen wir noch bessere Botschaften haben. Aber weißt du, das jetzt mir scheint. Aber dann sieht ich auch ein Mensch, der dann allein will. Und so, ich glaube, in der Bibel soll man rechten, in der Klasse, ich habe mir sehr schein mit den Studenten, aber dann, wenn dort die Stärke ist, dann schaut mich Tag, okay? Dann sehe ich allein. So, das ist, was wir ich sehe. Aber meine früher und ich, wir dürfen mal Truck fahren, taub aus dem Team und so wieder. Und sei es viel Dollar ein Mensch, was mit Menschen taub ist als ich, aber ich will viel einsam am Truck als sei. Und so ist es interessant, wo das schafft mit uns Menschen. Aber wir sind Menschen für Gemeinschaft. Gott gibt uns Frieden, mit wem wir wissen, und wir wollen wissen in diese Dinge. Und so, da will ich von dir ein klein bisschen denken. Sie haben ein Studium getan, ich sagte das Werk, hier hat ein anderer Prediger davon reden, ich dachte, das wäre ein interessantes Ding. Aber sie haben ein Studium getan und so durchschnittlich geredet. Je hören Menschen in die Kirche, na, das ist von Menschen, die nur in die Kirche kommen, das ist nicht in der Welt, das ist in der Kirche, ihr habt zwei Sorten von Menschen. Die erste Sorte von Menschen, die das sind so, die segnen nur Gott. Das sind Personen, die haben sich noch niemals Jesus angegeben. Das sind Personen, die sind neugierig, die segnen und meiern ihr Leben. Sie wissen gar nicht, was Jesus die Antwort ist oder nicht, oder ist ich ein Christen oder nicht, aber sie segnen. Und sie sind in die Kirche. Und so das ist eine Gruppe Menschen, die wir in die Kirche haben. Das sind Menschen, die das segnen. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, die haben einen Anfang mit Gott. Die sind sozusagen wie ein Christus. Die sind wahre geboren, die haben Jesus angenommen, die leben an Jesus, die sind Anfang in ihr Glauben, vielleicht sind sie ganz Babys in Christus, würde wir sagen, aber sie haben einen Anfang mit Gott. Und so sie sind sozusagen in der Familie Gottes. Und dann die dritte Gruppe, das sind Söhne, die sind dicht bei Gott. Das sind Söhne, die haben gewaschen,
die haben de mehr Verständnis, die sind fest an ihr Glauben, die haben al verschiedene Dinge belebt in ihr Leben, aber die sind nur an Gott gewassen. Und dann der vierte Satz, dort sind Söhne, die sind zentriert in Gott, oder centered in God. Und dort sind Söhne, für wem Gott als der Mittelpunkt von ihr Leben. Alles, was ich sehe und was ich habe, dort dreht sich um Gott. Und weet je, dat is interessant van ons mensen, dat we verden geloven, dat ik zie de middelpunt van de wereld en alles dreht zich om mij. Deze mensen, hier dreht zich het om God. En die geloven God, die hebben zich ganz Gott handgegeven, en God is sozusagen de middelpunt van ihr geloven, en van alles wat ze zijn en wat ze hebben. In dit studium deden ze nog de vrouwen, okay, waar was wie van een stap naar de andere? En weet je, dat ganze ding heeft met Jemeenschoft te doen. Jemeenschoft met God, dat was. Onze Jemeenschoft van je aan. En je kan even dit beeld, dat wordt wassen even schrijven, wassen in Jemeenschoft. En zo dat is wat we willen. Maar de vrouw is, waar wassen de mensen, er wat passiert in een mens, er wat passiert met mensen, dat die van een stap naar de andere wassen. En hier is wat ze vangen. Deze van hier gaan wassen, dat heeft met genoeg te doen. Wanneer mensen genoeg verstaan, dan bereimal dan zijn die reid om dit wechsel merken. Weet je, deze groep hier, die wordt niet Christus kennen. Dat zijn veertig mensen wat geloven, dat heeft met mij te doen. Die geloven dat ik moet zo en zo zou schaffen, dat ik moet zo en zo veel dingen ändern. Ik geloof, we hebben allemaal gehoord van dat ik wil mijn leven ändern, en ik heb mijn leven geändert. Du fragst vielleicht wem, als dat een Christ is, nou, ik heb mijn leven geändert. Weet je wat? Je kan je leven niet ändern van een niet-Christen naar een Christen. Geen mens is fähig, dat te doen. Weet je wat wenig? Wenn du bist dood. De Bibel nennt die dood in zin. En zo wie kan niet met goede woorden en met een beetje beter worden en een schmeken offline, of drinken offline, of tv checken offline, of whatever het is, wie kan niet van deze groep hier aan wassen met mooie dingen doen, of mooie dingen niet doen, of rechtere kleider aangaan, of de haarreich afsnijden, dus ik kan ze weer. So, dit heeft te doen met een ware geburt, dat heeft te doen met dat we zijn van dood zum leven gekomen. En wanneer ik dit hier zei en wanneer ik aan denk, dan denk ik aan wat Jezus zei. Jezus geeft ons het beste beeld, wat het meint, van hier aankomen. Hij zegt tegen Nicodemus is dit, weet je, Moses, die hangt de slang op in de wüste. Nou, dat handelt zich door van Israël, ze hadden zich verzindigd, jeft je slang kwam en die bijten het, en zij werden veroordeeld ten dood. En dan zegt God te Moses, dat is een slang afhängig van brand. En dan zegt hij, wer door wat handchecken, die wordt leven. En dat is wat genade meint. Gott sagt nicht, wer door wat handchecken en dan zich nog met grootmama schmeren, oder Perlen aannemen, oder all dit doen naar de jant. En hij zegt, wer door wat handchecken, dat is zo einfach, is het niet? En weet je, lied, wie han dat Christ worden schrecklich schwer gemerkt voor mensen. En wie als Predigers en wie als Kirchen zijn schuldig werden aan dit, dat wie mensen alle hunten opleiden, dit en dat en jant en nog 10 andere dingen, was die allemaal ändern, waar du was kan Jezus nog volgen. Ik denk dat als het van gisteren weer. Ik was een jonge bengel, een jonge jugend, en ik had Jezus aangenomen. Maar ik was zeer vertwijfeld. En dan ga ik verlangs een weg. En weet je, ik wil me taufen laten. Dan ga ik verlangs een weg. En dan komt er een van de predikers voor en houdt stil en neemt me met. En dan redt hij met mij en zegt, hast du ook alles bekend? Bist du bij alle nuwers geweest? Weet je wat? Van deze ogen hebben we broederschap. En dan waren we de bruider vrouw, en wat hadden je in die? Hast du alles bereid? En die drijft den Punkt home in het huis. Dat hier is dit, so like, du moet mal dit en dat en jant alle doen. En weet je, dat heeft mij jaren gedeeld, uit dat eruit wassen. En dat ik mal endlich verstaan kan, dat we zijn durch Gnade geraten, niet durch Worten. En zo, mens wat dit verstaan kan, dat we zijn durch Gnade geraten, dat heeft nichts te doen met dingen offline in leven. Nou, nu zal je mij niet heel erg verstaan. De Bibel redt van dingen offline, maar die zegt dat de Christ niet te zijn wat ik bekeren wil.
En so, wie sind durch den Glauben mit nur Jesus checken, nur der Schlangen checken, nur dessen, was hier im Kreuz hängt. Dort check wie Hahn und dann sagt Gott, wenn du durch Hahn checkst, dann wirst du leben. Das ist, was zu Israel passiert. Und das ist, was zu dir kann passieren. Und some von jünt, hat jünt noch niemals Jesus Hand gegeben, wenn je glauben, das meint 25.000 Regeln holen. Und du wirst das niemals merken. Aber Glauben an Jesus Christus wird ja heiß für die gestorben, heiß für die begruft, heiß für die abgestanden. Und die Bibel sagt, dass durch den Glauben an Jesus Christus, so wie mit Amtop gestorben, mit Amtop begruft, mit Amtop abgestanden, nie leben. Aber das ist Gott seine Gabe, das ist Gott seine Gnade, das ist sein Geschenk für die. Und weißt ihr, wenn wir dort verstehen, dann einmal sind die Menschen bereit zum Hierhin wassen. Das nächste, was sie utfingen, wir, wenn Menschen von hierher wassen, dort hat zu tun, dass sie verstehen Gott sein Wort. Na, was das hier meint, ist nicht, dass wir weiten, jeder farschen, jeder denkt, was die Bibel von redet, dass wir das alle weiten. Das ist nicht, wo das von redet. Aber das redet hiervon, dass ich kann nicht verstehen, dass Gott sein Wort dort ist die letzte Autorität für mein Glauben und für mein Leben. Dass Gott sein Wort haftet reich, mir zu sein, wer ich sie, und besonders ein Ding, was ich in der Bibel soll, sehr mit schaffen und sehr versägte Studenten anzuprägen, dort ist, wer wir sind in Christus. Und weißt du, die Bibel ist voll von Versen, das Neue Testament ist voll von Versen, von wer du bist in Jesus. Und dass deine Sünden sind alle vergeben. Du bist reich gemerkt in Jesus. Du bist heilig gemerkt. Du bist angenommen in Jesus. Du bist vollkommen gemerkt in Jesus. Und dass Jesus im Blut deckt, deine Sünden tot, von gestern und von der und von morgen, die sind alle vergeben in Christus. Und wenn Menschen dort einmal verstehen können, sie kennen, wo Gott sie wird verstehen, was Gott really sagt von ihnen. Wenn wir haben so sehr einmal zu holen, dass wir sind so eine arme Sünder. Oh, ich armer Sünder, wo wollt ihr noch mal merken? Nee, du bist nicht ein Sünder, wenn du in Christus bist. Dann bist du Gott sein Kind. Und die Bibel nennt die heilig und schuldfrei und angenommen und Gott sein Kind und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das wird du bist, wenn du zu Jesus gehörst. Und so, wenn wir dort bei einmal verstehen, dann einmal sagen wir dich bei Gott, because dann bei einmal habe ich eine Life für Gott, dann sei nicht mehr mein Rechter, heißt nicht mehr der, was mit dem Baseball sagt, und bloß lügt, ich will einen Fehler merken, dann wird er mich Fuß beten. Aber dann habe ich einen Vater, was er mit offenen Armen steht, und wenn du ein Stück wache warst, und du bist dort mal geschwingt warst, aber du, der Heilige Geist, der Mond, in du kommst rein, der Vater, der nimmt dich ab mit offenen Armen. Und das, was wir bei einmal verstehen, wenn wir Gott sein Wort verstehen, und dann bei einmal was wie Dichten und Futter. Und dann der dritte Staub, wo was ein Mensch hier haben, das wird ein bisschen interessant für mich, aber sie sagen, was sie fangen wird, wenn Menschen verstehen, geben. Und das meint nicht bloß, dass du verstehst, dein Geld zu geben. Und das meint, du gibst dein Leben. Das meint, du gibst deine Gaben. Ein Ding, was wir hier schreiben in der Kirche, sei ja erst, dass wir wollen dein. Und das ist eine Ursache, wo wir, wenn ein Mensch, was da deint, der kämpft nur an Gott. Und danach ein Mensch, was deint in der Kirche, der hat lange nicht so viel Zeit, um zu checken, wie viele Fehler die anderen alle machen. Los das Werk von einem Prediger. Und einer kämpft nach Arme und sagt, weißt du was, ich will nicht mehr in die Kirche kommen. Wenn die Kirche ist voll von Heuchler. Und wir wissen nicht alle das so, nicht? Und so die Kirche ist voll von Heuchlern, die naht alle Hand ab, was da angeht und so wieder. Dann sagt er, ich will nicht mehr in die Kirche kommen. Dann sagt der Prediger zu ihm, hier ist ein Köffelwuter, das ist ganz voll, ich will haben, du sollst zweimal rum in die Kirche gehen mit dem Köffelwuter und du sollst keine Lagwuter verjeiten. Und dann kommst du wieder drei in meine Office nennen. So, der geht rum die Kirche, ein paar Mal mit dem Glas Wuter, kommt da wieder drei nennen, sagt er dann ab und ist mit Beruf mit sich selbst, keine Lag verguten. Dann fragt der Prediger, an wie viel Heuchler sagst du beten? Oder wie viel sagst du beten, wird er nicht ganz reich leben? Na, er hat keinen gesehen, hat keine Zeit im Checken, wenn er passt ab, in Köffel Wutter. Und wenn ihr dort was passiert, wenn wir dein. Und wir sind zentriert in Gott. Und Gott ist mein Mittelpunkt. Und wir schaffen, dann sei wir nicht halb so leicht, die Fehler, was du alle merkst. Und so, wir wollen wissen in das. Wir wollen, even mit unseren kleinen Gruppen, mit so viel Kirche, und wir wollen von Gott segnen wissen und anfangen mit Gott. Und dann wollen wir wissen, dichten an Gott. Und dann wollen wir wissen, dass Gott ist unser Mittelpunkt in uns Leben. Und so das ist ein Ding, was wir tun in unseren kleinen Gruppen, mit Gemeinschaft. Wir wollen uns das sich lernen, oder sich halten, dass wir das tun. Wir sind gemerkt für Gemeinschaft.
Gott gibt uns Freunde, mit wem wir wissen und so. Diese Feuer stoppen, oder Feuergruppen. Und weil du weißt, ziemlich krank, und wohne her du nan hier. Ich da auch. Wie weiten selbst Gott zu wohnen Gruppe wie hier, wenn es besser aus wie leben. Wir haben einen Vers in der Bibel, das sagt, dass Gott der Herr sieht, dass es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so Gott mir ein Helfer für den. Na, das ist ein Vers in Brück wie Fertig für ein befriedetes Leben. Und der Apostel kann. Und dort wird der Punkt hier. Dass Adam wie allein, er wieder mit den Tieren top, aber wir kein Tier gefunden, was Adam passt, oder mit wem er keine Gemeinschaft haben. Und so dann mir Gott eine Früh. Aber das Vers meint auch viel mehr. Wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Wir hungern nach Gemeinschaft. Alle von uns, wir wollen Freunde haben. Und weißt du, wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Und Menschen haben sehr, sehr großen Einfluss auf uns. Unsere Freunde haben guten Einfluss. Unsere Freunde haben schlechten Einfluss. Das ist nur was von den Freund wir haben. Und Menschen wollen Dinge tun, wenn die Freunde tun. Oder die wollen Dinge nicht tun, wenn die Freunde tun nicht. Und so, wir wollen Gemeinschaft haben, wir wollen lernen, dass wir sind nicht allein und dass wir taub für Gott leben. Das sagt es steht in Prediger. Ich warte an, dass ich meine Schriftstellen auf Englisch gelassen hier, aber ich glaube, die weiten, dass es in der Bibel, nicht? Wenn die Schriftstellen auf Englisch sind. Aber das ist Prediger, Ekklesiastes auf Englisch, das sagt, zu zwei sein, ist besser als allein sein. Die haben einen Schein in dort, was sie tun. Ich gleich die englische Übersetzung hier in Klimpetaler, even wenn man sagt, auch soll Schein gehen, nicht? Aber die englische Übersetzung, die Dollar noch haben, dass die zwei sein, ist besser wie ein Taub, so wie Dollar erfolgreich. Und andere wieder taub, tja wie mehr tun. Na, ich weiß das gut, dass wir können so ein Vers, das ganz in eintragen, ganz in einplacken sein, einmal essen zu zwei sein, viel Euer allein. Aber der ist nicht geredet. Wir Menschen sind gemerkt für Gemeinschaft. Wir wollen Freunde haben, wir wollen einen Partner haben, wir wollen wem haben, mit wem wir taub gehören und so weiter. Meine Frau und ich, wir hatten mal einen Motorcycle. Und some von uns haben Motorcycles. Und das jetzt China, ja, das nicht gesagt, China in einer Gruppe fahren, aus allein. Und so uns denkt jetzt, wir fahren einmal, aber bloß allein fahren, kostet nicht mal mit der Früh really vertalen oder so wieder. Und so, das ging China in einer Gruppe fahren. Das ja viele Dinge im Leben, das jetzt China, wenn wir das taub können tun. Das mehr Fun wird wir sein, wenn wir allein können sein. Ich sage wieder, wenn eine Hand fällt, dann halt die zweite dem ab. Aber das wird schwierig sein, wenn einer, der allein ist, Hand fällt und durch kein anderer wir zum abhalten. Meine Mama, die wohnt in Manitoba und sie wohnt in einem Apartment, also sie wohnt in einem Gebiet, wo ältere Leute wohnen. Das sind noch so eine Leute, was sich selbst halten, die sind noch nicht in Altenheim, aber die wohnen da. Aber sie hatte ein Ding, was sie immer machen tun. Zum Morgens, wenn sie absteht, dann muss sie was an der Bitterkant von ihrer Tür abhängen, wenn sie dann nur sein oder durch den Gang gehen, zum sein, als der einmal etwas geworden ist. Wenn das jetzt noch mal so, dass wenn ein Mensch alt noch ist, dann einmal fällt er wo hin und kann nicht mehr ab. Er hat sich so sehr gezielt, dass er nicht mehr ab kann. Und so, wenn du nur hängt an der, dann kommen sie in ihre Stufe näher, zum sein, ob sie okay ist oder nicht. Und das ist ein Weg von die älteren Leute beschützen. Wir haben halt von Menschen gehört, aber einmal dann hat eine ältere Person oder eine kranke Person, wo lange gelegen, was ist mal, wer der fängt und so weiter. Und so, ich dachte an es, wenn eine Hand fällt, dann hält der andere den ab. Aber weißt du, das meint viel mehr. Das meint viel mehr. Wenn ich handvoll in meiner Arbeit, oder ich versteht mich, dann fehlt mir wem, zu mir abheben. Oder wenn du dich verforschst in dein Geschäft, und du bist irgendwo eine Eiten angeroden mit deinem Geschäft, und einmal hast du das für dich Stopp nehmen, und der hält dich durch. Oder du bist geistlich gefallen. Oder du hast irgendwas in deinem Leben passiert, und du bist gefallen und so weiter. Du sagst, wo man geschwint vielleicht und so weiter. Und dann hast du wer, was dich hält. Und weißt du, Schwester, das ist so sehr, sehr wichtig, dass wenn eine Person sich verfährt, und wenn eine Person einen Fehler merkt, und wenn eine Person handfällt so zu sein, dass wir als Christen in der Stadt stehen, in den Finger wiesen, dass wir die halten. Das ist der Punkt hier.
Und so in Gemeinschaft, das ist was wir wollen. Wenn einer Hand fällt, dann wird der andere den abhalten. Weil wir nicht so eine Kirche sind, nicht so eine Menschen, die immer ein großes Gerecht für uns aussprechen und an der Wand anschreiben, für jeder Mensch wird einen Fehler machen. Aber wenn wir uns unterhalten, wir brücken uns. Mir fehlt es an die. Und die fehlt es an mir. Und so wir können uns an sich halten. Aber wir können allerhand Dinge, wo wir uns trösten, wo das besonders wichtig ist. Er sagt, wenn zwei Taub liegen, holen sie ihn unter warm. Aber wer kann ihn allein sich warm? Na, hier da ich so, da fehlt mit Utebeteren. Na, ich weiß, was er meint. Dat Taub erregt wie Meier. Aber du bist im Bad und dat is so fein warm über dem all. Und dann kommt der Früh und hält eine kalte Feit an die an. Und dann hängst du und staut am Bein. Und das ist interessant, dat sind immer die Frühes, wat die kalte Feit haben, nicht so? Aber je weten alle van wat ik rede. Als du slaapt, zijn die redt die immer de Dagfutter, so wie dat fehlt mal an te nähen hier so. Dat. Und so, wie kann das den einplacken, nicht? Aber Gott sein Punkt ist, dat Taub erregt wie Meier. Wir können uns an sich halten, even in der Ehe, wir können Taub uns warm. Ich dachte an, wenn hier noch mal von, like das die Indianer, oder Tarahumara oder so wieder, die haben nicht ein Grudglas von wo kalt das ist, die meten dort an wie viel Huhn das hat gebrückt, um sich warm. Und so, das ist ein bisschen die Idee. Aber Taub erregt wie Meier. Wir wollen Taub Dinge tun. Er sagt es dir, da kann einer die Macht haben über dem anderen, aber zwei können sich wehren. Eine schnurige Strang redet nicht gleich auf. Je hebt je toch nog mal so een plot iets weer een beetje verdreht. Aber anyway, die Idee ist, dass wenn wir Einigkeit haben, wie stehen taub, dann wird der Feind uns nicht unkriegen. Und wenn die Bibel redet von, wir sollen Einigkeit haben in unserer Kirche, und wir haben Einigkeit in unserer Leidenschaft, in der Kirche und so weiter, und das ist sehr, sehr verwirrt. Aber weißt du was, da kann noch so ein großer Sturm in unsere Kirche kommen. Die kann noch so eine Dinge uns nur vertalen, was immer das ist. Aber wenn wir taub stehen, dann wird uns nicht durchkriegen. Das sind die Familie krank so. Wenn die aus Familie in taub stehen, oder die aus Freunden taub stehen, oder wie aus Kirche, oder wo immer wir sind. Aber weißt du, wenn du einen Stock hast, den kannst du leicht zwei brechen. Wenn du zwei hast, ist es viel schwerer, aber drei Stärke braucht es viel schwerer zwei. Und das seht ihr hier, dass wenn du einen Strang hast, oder ein Käbel ist, bist du geflochten von vielen einzelne Drehen, nicht? Oder Beine und so wieder. Aber das ist stark, wenn die holen sich taub. So, Gott, der Herr sieht, dass es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und was uns fehlt es an Halb. Und ich weiß, wir leben von der in einer Welt, wo wir sehr selbstständig sind. Wir haben uns eine Dinge, das ist anders als ich immer. Wenn sie aus mal hier in Mexiko trocken, sie brückten sich als Snowbars, als wären sie alle totgehungert, oder wären never geschafft haben. Und das alle wenn so, wo Menschen, das ist vielleicht, wo wir als Deutsche immer wieder tragen, alle 100 Jahre werden, die müssen mal taub sein oder was, ich weiß nicht. Aber anyway, wir weiten das. Und so Gott sagt, dass das ist besser, wenn du nicht allein bist. Na, ich weiß, einmal so ein Vers steht, dass Jeff ein Fluch hat, so wird nicht befreit sein, oder wird vielleicht wahrlich werden und nicht kennen, oder was immer. Und das ist nicht Gott sein Punkt. Aber wir brauchen alle Freunde, wir brauchen alle Menschen, wir brauchen uns zueinander. Und so wir wollen uns taub stehen. In der Kirche von Anfang, das wäre sehr interessant, das sagt, dass sie bleiben beständig in der Apostel ihrer Lehre, in Gemeinschaft, beim Brotbrechen, in dem Gebet. Das ist ein bisschen das Rezept für unsere kleinen Gruppen. Und so, er sagt, dass sie bleiben beständig in der Apostel ihrer Lehre. Na, wo ihn dort Apostel ihre Lehre sagt, erst wenn sie hatten kein Neues Testament, sie hatten kein Matthäus oder Lukas oder Apostelgeschichte, da werden alle gleich geschrieben. Sie hatten nicht mal das Alte Testament. Ich meine, dort wir dann all, aber die Menschen hatten das gleich. Da wir keine einzelne Person hat eine Schrift. Die Synagoge hat eine Schrift. Da wären vielleicht Samariter-Menschen, die eine Schrift hatten, oder die hatten eine Rolle. Aber die ganze Bibel taugt das wieder von der Chan, das Jeffet zu der Zeit gleich. Da muss alle mit der Hand geschrieben. Und so, dass wir viel zu dir von gewöhnlichen Menschen, die die Bibel haben. Aber sie haben von Jesus gelehrt. Sie lehren die Bibel auswendig. Der Pharisäer zum Beispiel, Paulus zum Beispiel, er kann große Enge von dem Alten Testament ganz auswendig. Und so, dass
wenn wir in so einer Welt wohnen, wo wir nicht Schrift haben und so weiter, dann würden wir man auswendig lernen. Aber sie halten sich an die Apostel ihre Lehre. Und dort sagt sie bleiben beständig. Und das ist, was wir wollen als Kirche, wir wollen beständig bleiben. Und in unseren kleinen Gruppen, wir wollen beständig bleiben. Was ist das gleiche in Arbeiter, was nicht beständig ist? Die kommt alle anderen Tag, wenn habt kommt. Aber das, wir gleichen nicht Menschen, die nicht beständig sind. Wir wollen hier nicht Kirche, Menschen haben, die beständig sind, dass du hier bist. Und dass du Matchhoffst, und dass du immer Matchhoffst, oder dass wir beständig sind. Und so sind wir beständig in diese Dinge. Das sagt wieder, dass sie beständig, also sie bleiben beständig in Gemeinschaft. Und sie bleiben taub. Sie haben Gemeinschaft in so einer Dinge. Und das sagt, dass all die zum Glauben gekommen wären taub. Und haben alle Sachen gemeinsam. Und das war das Wort Gemeinschaft. Sie halten sich untereinander. Und so wir haben hier ein Bild von der Kirche von Anfang. Und das sagt, sie bleiben dabei. Das war das Wort beständig. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tage im Tempel taub kamen. Und auch von Haus zu Haus ging. Und so wenn ihr im Tempel taub kommt, von Haus zu Haus, das ist, was wir sagen, wir wollen große Kirche haben. Das ist unsere große Kirche. Und Sonntagsmorgens ist große Kirche. Aber dann von Haus zu Haus haben wir kleine Gruppen, das ist kleine Kirche. Aber wenn ihr so wären von Anfang, und so wollen wir auch sein. Und so wären von Haus zu Haus. Und das sagt, sie ein Brot brechen. Und sie wären mit Frieden taub, sie eiten taub und so weiter. Zu der Zeit, sie haben das overmal taub und so weiter, aber wenn sie das overmal dann wie anders, als es für uns von der ist. Wir haben einen Porten Andach, dann haben wir ein kleines bisschen Brot, die hat nicht mal zu schmecken, und ein kleines Köffelchen Wein. Aber zu der Zeit wieder anders. Sie haben eine Mahlzeit. Für eine lange Zeit hat die Kirche, dass wir in was sie nennen, ein Love-Feast, eine Live-Mahlzeit. Die Heiden, die Christen beschuldigen, dass die hatten so viele Partys und so weiter. Und wenn ihr das Abendmahl, dort wir Port von einer großen Mahlzeit, so haben sie das gelehrt von Alten Testament und so weiter. Und so die Kirche, die wir im Tempel taub, sie eiten taub und sie eiten mit Frieden und so weiter. In der Gemeinschaft leben, gibt uns 3 Dinge. Erstens, eine Stadt im Hand hier. Und weißt ihr was? Wir wollen alle angenommen sein. Wir wollen alle wo haben hier. Wir wollen alle eine Gruppe haben, eine Kirche, wo wir haben hier, eine Familie, wo wir haben hier. Wir wollen alle eine Stadt haben, wo wir uns zu sich fühlen, wo wir haben hier. Wir wollen alle eine Stadt haben zum Dein und eine Stadt zum Wassen. Und so das ist, was wir wollen mit unseren kleinen Gruppen. Wir wollen diese Städte haben. Und das gibt Feuerdinge. Für diese Feuerdinge wollen Menschen alles geben, was sie haben. Angenommen, oder wir angenommen sind, Identität, dass ich eine wichtige Person sie und dass ich auch einen Wert habe und so weiter. Und ich sehe nicht bloß ein large Uhr, was immer was zu sie geschoben, ich wurde mit angeteilt. Ich habe eine Identität, das wäre ich sie. In eine Geborgenheit, oder wir können sagen, eine Sicherheit in einen Zweig. Und welche Lied, junge Kinder, die wollen rein alles tun, um diese Feuerdinge zu tun. Das wollen unsere Kinder einmal, wenn die das Tüß nicht fingen, dann wollen die nur Freunde gehen, was ihnen das geben, wenn es doch eine Gang ist. Und die wollen Freunde gehen, dort schreien, wenn es doch meint, sei ein unmoralisch Leben. Die wollen alles heran gehen, wenn es doch die ersten Menschen in der Welt sind, wenn sie diese Feuerdinge dort schreien, dann wollen sie das tun. Na, ich sage, sie wollen das tun. Aber das ist, was wir Menschen tun. Wir fäten für diese Dinge. Ich will angenommen sein. Ich will haben, die sollen mich annehmen in die Kirche, oder als die Prediger, oder auch als Freunde und so weiter. Und wenn wir zu sie geschoben wurden, dass etwas betterlich war, wenn die mal was ein Baseballteam gewesen, der hat die immer das Letzte gewählt, den will keiner an seine Sied haben, und du bist nach ewig geblieben, die Mathe einer, die nach an seine Sied haben, dann wird ein Kleinbett, wo das geht. Wir wollen angenommen sein, da wollen wir verfetten. Wir wollen eine Identität haben. Ich will eine Person sein, ich will eine Identität haben, weil das meint, das einfach, wer ich sehe, und da ein Wirtshausperson und so weiter. Ich will Sicherheit haben. Und wenn junge Kinder tüß leben, und die sind sich nicht sicher, dass Mama und Papa nicht morgen eingehen, oder dass Papa nicht was besuchen in Haus können, weil er an mir sehr viel und so weiter, dann war's das Kind auch mit einer großen Unsicherheit. Und so, wir wollen Sicherheit haben, wir wollen einen Zweig haben leben, wohin sie gibt diese Welt, wo ist Gott sein Zweig für mein Leben. Und so, das sind Dinge, wo wir Menschen wollen. Sie haben ein Studium getan, wo du weißt, dass Menschen, die das nicht haben, die sind vielleicht krank.
Die haben even leichter accidents, like die worden leichter am Bach Dinge down, wat accidents jaft und so eine Dinge. Die haben leichter Krankheit, like emotionale Krankheit oder körperliche Krankheit. Diese vier Dinge, die sind hoch wichtig für uns Menschen. Und so kommt zwei, sind ja wieder drei, dann will ich anfangen mit unserer Botschaft an euch hin. Dann werden wir diese vier Dinge ein bisschen dichter bechecken in einem Bild von euch. Und wo wichtig das ist. Und wir wollen nun eine Person checken, die das Leben ganz verdorben hat, wenn die nur diese vier Dinge sagt und nicht funk. Und die auf der Rechte steht Sachen. Weet je, vielleicht hast du nicht eine sehr gute Botschaft für jemand, wenn ich sage, junge Kinder, die wollen diese herangehen und die sind willig, ihr Leben 100% weiterschmieden, wenn sie diese Dinge wollen finden. Na, wir hoffen, die wollen nicht? Aber wo ich das sage, ist, wenn du hast die Macht, als Eltern, in dein Heim, dass deine Kinder diese Dinge kriegen. Wenn die nicht kriegen, die wollen abwaschen und die wollen die segnen. Wenn wir Motten die haben, weil das sind Bedürfnisse, die wir Motten haben. Das ist nicht bloß ein Janker, das Mott wir haben, um gesund sein. Die Gemeinschaft, Geschwister, ist sehr wichtig. Gott hat uns gemerkt für die Gemeinschaft. Gott hat uns gemerkt, mit Menschen taub sind und dass wir diese Dinge kriegen. Und wenn wir uns als Kirche diese Dinge lernen, dass wir Menschen annehmen, dass wir Menschen Identität geben, oder dass wir denen nicht Stuhl dran, und dass wir Geborgenheit, oder dass wir Security, als das Englisch wird, dass wir Sicherheit haben, und dass wir einen Zweig haben im Leben. Und wir als Kirche haben so viel zu tun. Some von ihnen sagen, ihr habt keine Freunde in der Kirche. Na, weet je, wir müssen ein Freund sein, um einen Freund haben, das ist eine Seite davon, aber an die Kirche war es gerade. Und das wird mehr und mehr mit wir denken haben, dass ich nicht jeder Mensch in die Kirche haben. Und meine Frau und ich sind zum ersten Mal in uns Leben in der Kirche, wo wir nicht Menschen den Namen haben, alle. Und dann bin ich in ein Restaurant und die checken mich so interessant an und ich weiß ganz gewiss, ich komme hier in die Kirche, aber ich habe nicht eine bloße Idee, wer du bist. Und dann muss ich mich zu Gott holen, wenn die Kirche ist bloß gratis geworden. Und das ist Part von wer wir sind. Du, wenn da wie kleine Gruppen, wenn die fehlt es an Freunden. Die fehlt es an Freunden, die fehlt es an wem zum Gemeinschaft haben. Und ich kann je bloß sagen, in unserer kleinen Gruppe, wir wollen das ein Video spielen von der kleinen Gruppe, wo die Top-Champs wieder, aber die Person, die wir dort zerbrochen, ihre Kameras und so wieder dort verbrennen, so können wir das nicht tun. Aber anyway, in unserer kleinen Gruppe, da haben wir bloß eine sehr gute Zeit. Und uns hat es schein da. Some von uns hat es schein in eine kleine Gruppe, der nicht? Gemeinschaft haben, taub kommen, dort even Freiheit, dort freundlich zu checken, nicht sehr lachen beim Bett und so eine Dinge. No, aber das jetzt schein in einer kleinen Gruppe. Und weißt du, das ist ein großer Sehen. Gemeinschaft, uns fehlen diese Dinge. Ich würde fragen, dass ihr abschauen, weil wir für Gott kommen. Wenn du von dir hier bist und du wirst Gebet leichen oder du kannst Jesus nicht, du wirst gleich mal den Staub zu nehmen. Weet je, Gott steht mit offenen Armen. Check nur das Kreuz Jesu Christi. Du brauchst gleich jeder letzte Ding in dein Leben ändern, für den Christus. Gott nimmt dich an, so du bist. Und er wird die Fall mit seinem Geist. Und durch die Kraft haben wir dann einmal ein Leben, was am wohlgefällig ist, was gleich mählich ist. Und uns wird es allmählich, wenn wir davon bitten und checken. Und sag mal für ihn beten. Bete in dein Hort, du kannst du, wo du bist. Du brauchst nicht eine Fähren kommt, um Jesus annehmen. Du kannst nur Jesus checken, kriegst du, wo du bist. Aber wenn wir wissen, vielleicht bist du so einer, was am Anfang hat in Christus, aber du bist der Stunde geblieben. Und so du kannst gleich verstehen, wer du bist in Jesus. Und was wird Gottes really lieb von dir. Und wenn wir nur den nächsten Stopp wissen. Und dann werden wir uns ganz geben. Jesus sagt, wer mir nur fallen will, soll sein Kreuz nehmen. Das meint nicht, dass, oh, weißt du, ich kann nicht hören, das ist mein Kreuz. Er hat das ist mein Kreuz. Weißt du, was er sagt? Er sagt, wenn du nicht sterben, das kostet mir nicht nur voll. Und das ist das selbst Ding von Gnade. Weißt du, wir sind tot und er will uns zum Leben bringen. Wir kennen euch selbst. Und zu Jesus will bloß haben, wir sollen ans Leben ganz geben. So werden wir das tun. Und werden wir am nur fallen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du uns gemerkt hast für Gemeinschaft. Und Herr, uns fehlt es an Freunden. Uns fehlt es an Menschen, mit wem wir können taub satten und lachen und taub satten und rohren. Und wir können uns halten, einen anderen, wenn wir handvoll. Und wir können durch sein, eine für den anderen. Help uns zu wissen in das, als einzelne Person, aber auch als Kirche. Herr, ich bete für dich,
wat hier sind. Und vielleicht haben sie nicht in Gemeinschaft mit dir, aber sie würden gleichen. Sie segnen nur die. Ich vertraue, dass der Heilige Geist nu krijgt wat er hat anschielen und dass du etwas tragen. Halb und verstehen, dass du Ratsans uit genot. Durch den Glauben an Jesus Christus. Du Ratsans und das ist ein Geschenk von dir, Herr. Ich danke dir dafür in Jesus' Namen. Amen. Halleluja voor het kruis. Wanneer we door handchecken, dan hebben we leven. Wanneer je wel opzend voor kleine groepen, je kan dat daar bij een informationsdag doen. Wanneer je gebed wil, komt je naar ver en we worden met je te beden. Hatten Gott dat auch, mag Gott je zegenen, so wir uns nächste Sünde.